Also das Produkt aus so einem pilzbasierten Bioreaktor wird meist nicht als Kompost im klassischen Sinne verwendet, um Nährstoffe einzubringen, sondern hauptsächlich um Bodenbiologie einzubringen. Und insbesondere wenn der lange gereift ist, dann ist das einfach randvoll mit Pilzsporen. Ich leg direkt los und probiere mich relativ kurz zu fassen, dass wir viel Zeit für die Diskussion haben. Es geht um die Bodenbiologie und wie wir die aufbauen können. Und hier sind jetzt zwei Bilder, das sind Extremfälle natürlich. Ein sehr kaputter, trockener Boden, fast schon wüstenartig. Und Humus, äh, richtig schön fruchtbar. Und das ist etwas, was wir, wenn wir die Bodenbiologie berücksichtigen, auch erreichen können. Also tatsächlich eine Regeneration von degradierten Böden. Und als erstes möchte ich ein bisschen über das sogenannte Bodennahrungsnetz sprechen, im Englischen auch Soil Food Web genannt. Das beschreibt einfach den Fluss von Materie und Energie innerhalb von einem Ökosystem. Und es ist eben keine Nahrungskette, sondern ein Netzwerk. Also die ganzen verschiedenen Arten sind untereinander mehr in einem Netz verbunden. Und ich beginne jetzt mal bei den Pflanzen. Das sind zusammen mit den Algen die Primärproduzenten von dem Ökosystem, also diejenigen, die aus Sonnenlicht und Luft und Mineralien und so Biomasse aufbauen und dann sowohl über Streublätter als auch über die Wurzeln an die Bodenorganismen abgeben. Und dann geht es darum, dass diese Nährstoffe, also zum Beispiel über die Wurzeln, sogenannten Wurzelexudate, werden direkt energiereiche Verbindungen, im gröbsten Sinne Zucker, abgegeben an primär die Bakterien und Pilze. Und die werden dann wiederum gefressen, zum Beispiel von den Fadenwürmern, den Nematoden oder auch von Protisten. Da fallen zum Beispiel Amöben drunter und Wimperntierchen und die Springschwänze und so. Und die werden dann auch wiederum gefressen, unter anderem von Milben. Und der andere Weg, wie das organische Material in den Boden kommt, ist über die, über den Streu, der teilweise direkt zum Beispiel von den Pilzen verwertet wird oder von Regenwürmern auch in tiefere Schichten transportiert wird. Und ja, bei dem Ganzen geht es im Prinzip darum, dass dieses Fressen und gefressen werden, das führt dazu, dass ständig Nährstoffe freigesetzt werden. Also zum Beispiel Mineralien, aber auch stickstoffreiche Verbindungen. Wir kennen das auch bei Tieren, ist der Kot normalerweise sehr stickstoffhaltig, weil die Kohlenstoffverbindungen werden für den Energiestoffwechsel gebraucht und alles, was quasi zu viel vorhanden ist, wird dann ausgeschieden. Und das passiert direkt im Umfeld der Wurzeln, die sogenannte Rhizosphäre. Und das sind dann auch gleich pflanzenverfügbare Stoffe, die sind gleich in der richtigen Form vorhanden. Und das ist so ein Hauptbenefit von dem ganzen, ein Hauptvorteil von dem ganzen Bodennahrungsnetz. Aber es gibt noch viele weitere Aspekte, zum Beispiel die Schädlingsregulierung. Also von den Fadenwürmern gibt es zum Beispiel auch welche, die gerne Wurzeln fressen. Also es gibt eigentlich drei große Kategorien, die die Bakterien fressen, die die Wurzeln fressen und die Pilze fressen. Und dadurch, dass aber die Fadenwürmer selber auch bejagt werden im Prinzip, werden Populationen reguliert. Also wenn zu viele wurzelpathogene Fadenwürmer da sind, dann werden die von den anderen wieder runterreguliert. Unter anderem auch von den Pilzen, die können so kleine Fangarme ausbilden und tatsächlich damit auch Fadenwürmer fangen und verdauen. Genau. Ähm, und warum ist es wichtig, auch im Kontext von Waldgärten? Da möchte ich kurz auf diese Folie eingehen. Die ist ein bisschen kompliziert, ist aber die beste, die ich gefunden habe. Und da geht es um die Sukzession. Das
ist, denke ich mal, auch generell bekannt, dass es sich zum ähm, Wiesen, also ja, und andere Ökosysteme ohne große mehrjährige Pflanzen bilden sich mit der Zeit ganz natürlicherweise bei uns, in unseren Breiten zumindest, zu Wäldern aus, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Und das wird eben auch bei Waldgärten genutzt. Da wollen wir irgendwo hier in die bisschen rechts der Mitte kommen, da wo die Obstbäume und Laubbäume sich besonders wohlfühlen. Und was im Boden dabei passiert, ist, dass in der Graslandschaft sind Bakterien dominant und im Wald sind Pilze dominant. Das bedeutet, trotzdem gibt es da auch noch Bakterien, die sind überall, wirklich überall. Und aber eben in Waldlandschaften haben wir eine viel höhere Zahl an Pilzen und unter anderem Mykorrhizapilze, also die eine Symbiose mit den Wurzeln ausbilden, aber auch Pilze, die einfach organisches Material zersetzen, besonders holziges, ligninhaltiges Material. Und ähm, ja, das Erste, was schon mal wichtig ist, ist, sobald aufgehört wird zu pflügen, haben auch die Pilze eine bessere Chance, weil ansonsten diese Netzwerke sich einfach nicht richtig ausbilden können. Ähm, genau, also wir wollen quasi das Bodenmikrobiom von, was hier links dargestellt ist, Bakterien dominiert, zu Pilz dominiert verschieben. Und das wird sich jetzt im Rest des Vortrags, werde ich da auch weiter drauf eingehen. Aber davor möchte ich euch kurz zeigen, wie das ungefähr aussieht, mikroskopisch. Also das wäre jetzt von einer Wiese. Ich hoffe, ihr seht das und es ist nicht zu ruckelig. Da sind diese ganzen kleinen Stäbchen. Das sind alles Bakterien. Und dann schwimmt dann noch so ein Fadenwurm einmal durch. Und ein Wimperntierchen ist da auch noch zu sehen. Ähm, das ist ein typisches Graslandökosystem. Und im Gegensatz dazu sieht es im Waldboden eher so aus. Da können auch Nematoden sein und so weiter. Zufällig schwimmt hier gerade keine durch. Aber was wir hier ganz stark haben, das ist im Vordergrund hier zu sehen, das sind diese Fäden. Und das ist Pilzmyzel. Und genau, das wollen wir eben weiter ausbilden. Also hier ist es vielleicht im Bild, ist es auch noch mal besser zu sehen. Ähm, diese, diese feinen Fäden ist das Pilzmyzel. Die werden dann oft zu so dicken Strängen auch ausgebildet, die wir sogar mit bloßem Auge sehen können. Ähm, wenn man mal im Wald unterm Laub ein bisschen schaut, sieht man meistens diese weißen Fäden. Okay, jetzt kommen wir zum Erfassen des Zustands. Also bevor wir irgendwelche speziellen Maßnahmen ergreifen, müssen wir erstmal, oder macht Sinn, erstmal zu schauen, wie ist eigentlich unser Boden aufgebaut, wie ist der Zustand. Und da würde ich sagen, immer Löcher graben ist super. Die Spatenprobe, es müssen jetzt keine tiefen Löcher sein, aber einfach um ein bisschen das Profil sich anschauen zu können, die Bodenart zu bestimmen, da wurde auch schon drüber gesprochen. Humusgehalt, wie das Ganze geschichtet ist, Poren. Da gibt es einige tolle Anleitungen auch im Netz, wie wir zum Beispiel den Porenraum bestimmen können. Und immer schauen, ob irgendwelche Anzeichen auf Verdichtungen da sind. Also, weil das ist immer ganz kritisch und da müssen wir da speziell mit umgehen. Das sieht man oft an Verfärbungen oder einfach daran, dass das einfach ein sehr kompakter Boden ist, der kaum Poren zeigt. Um, genau, und dann gibt's noch jede Menge andere Tests, pH-Wert natürlich, Regenwürmer zählen ist auch großartig. Also bei einem gesunden Boden sind mindestens mehrere hundert pro Quadratmeter vorhanden. Es können aber auch mehrere tausend sein. Ähm, und besonders, dass sowas über die Jahre immer wieder zu machen, macht total Sinn, damit wir einfach gucken können, ob unsere Maßnahmen funktionieren. Vegetation kartieren ist auch sinnvoll, kann uns auch viele gute Rückschlüsse geben. Und auch so Beobachtungen wie, wenn wir mulchen, wie schnell wird so ein Mulch eingearbeitet? Ähm, das gibt uns auch einen super Rückschluss darauf, wie die Bodenbiologie beieinander ist.
Genau, und dann können wir noch genauere Analysen machen, Mikroskopie zum Beispiel. Ich finde das persönlich super, einfach weil wir damit einen direkten Einblick haben. Es ist jetzt aber nicht unbedingt notwendig, besonders bei Waldgärten, die werden meistens auf Wiesen oder ehemaligen Äckern angelegt. Und da wissen wir eigentlich schon, wir wollen auf jeden Fall in Richtung Pilze gehen. Das heißt, ich würde das empfehlen, wenn es entweder sehr stark degradierter Boden ist, verdichteter Boden oder wenn Probleme auftreten, wenn die Pflanzen, die Bäume einfach nicht so wachsen, wie sie sollten. Und dann machen auch so chemische Analysen, das große Blutbild des Bodens, auch total Sinn. Ja, im Normalfall ist es jetzt bei uns aber so, wir wollen Diversität fördern, weil ja, as above, so below, je mehr Diversität wir an Pflanzen haben, desto diverser ist auch unser Bodenmikrobiom. Da hat Sonja auch gestern von gesprochen. Und Maßnahmen, die immer und grundsätzlich sinnvoll sind, ist eben Diversität aufbauen, Humusgehalt steigern, Feuchtigkeit halten und die Mikroben ernähren. Also bei Waldgärten besonders die Pilze zu ernähren. Und dafür stehen uns noch eine Menge Möglichkeiten zur Verfügung. Vorweg der Mulch. Ähm, also Mulchen, besonders von Baumscheiben und Wegen, das wird ja generell gemacht. Und das ist auch extrem sinnvoll. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Es ist höchstens die Frage, mit was für einem Material. Hier ist jetzt, habe ich Laub und Stroh verwendet. Das funktioniert für mich sehr gut. Es ist wichtig, dass der Boden trotzdem gut belüftet wird. Also zum Beispiel dicke Laubschichten können da problematisch sein. Es kommt auch aufs Laub an. Genau. Und ja, wir schützen damit einfach den Boden vor Erosion, vor Austrocknung. Wir unterdrücken die Vegetation, die wir nicht wollen, also oft Gräser. Und wir ernähren das Bodenleben. Je holziger das Material, desto besser ist es für die Pilze. Da gibt es jetzt noch ein paar Nebenthemen, zum Beispiel das Sheet Mulching, also das großflächige Abdecken von Bereichen, besonders Gras, oft mit Kunststoff. Das kann sehr gut funktionieren. Wenn man dafür Material eh schon da hat, zum Beispiel, kann es auch echt sinnvoll sein. Ähm, ja, ich bin bei Plastik immer so ein bisschen kritisch, weil auch Mikroplastik im Boden kann ein Riesenproblem sein. Und das ist heutzutage einfach auch sehr verbreitet. Und es lässt sich kaum vermeiden, wenn man Plastik einsetzt. Genau. Holzhäcksel sind noch ganz verbreitet. Benutze ich selber nicht so viel, weil ich habe keinen Häcksler und habe auch keinen Zugriff jetzt auf große Mengen von dem Material. Wenn man aber Verbindungen hat, zum Beispiel zur Baumpflege oder so und Holzhäcksel gut und am besten regional einbringen kann, ist es auch super. Also viele Praktiker schwören da total drauf und machen 10, 20 Zentimeter dicke Häckselschichten. Und wenn das Material grob genug ist, führt das auch nicht dazu, dass zu wenig Sauerstoff an den Boden kommt, sondern ist noch offen genug und es ernährt eben die Pilze enorm gut. Mm. Ein Problem, was mit Holzhäckseln oft diskutiert wird, ist die Bindung von Stickstoff. Und das kann ein Problem sein, betrifft aber meistens nur die obere Schicht. Und das ist eigentlich auch gewollt, weil das dafür sorgt, dass dann eben das Gras oder andere Unkräuter nicht so gut durchkommen. Und die Bäume, die ja tiefer verwurzelt sind, die betrifft das dann im Normalfall nicht. Die profitieren eigentlich davon. Und die Stickstoffbindung ist auch immer nur ein temporäres Phänomen. Je weiter das Material verdaut wird, desto mehr Stickstoff wird dann auch wieder freigesetzt und auch wieder in tieferen Schichten freigesetzt. Das Ganze hängt natürlich auch vom Klima und vom Boden ab. Oft sind diese tiefen Holzhäcksel-Mulchschichten in wärmerem Klima. Bei uns ist es halt im Winter passiert dann halt nicht so viel. Aber ja, damit würde ich einfach experimentieren. Genau, hier in dem Bild sieht man das Pilzmyzel auch wieder. Das sind so
halb verrotteter Astschnitt, der einfach hier in so Haufen rumlag. Das ist natürlich ein super Biotop und das aufzubrechen sollte eher im Sommer passieren, wenn nichts mehr da drin überwintert. Aber sowas ist auch großartiges Material und da ist dann auch nicht, braucht man keine Angst mehr davor zu haben, dass der Stickstoff gebunden wird. Genau. Allen möglichen Schnitt direkt auf dem Boden aufzubringen, halte ich auch für sehr sinnvoll. Das wird auch in der syntropischen äh, Methode viel verwendet und ja, das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Pflanzenkohle gibt's noch. Es wäre jetzt ein bisschen so ein Nebenthema, Terra Preta und so. Da wird oft von gesprochen, dass das eine sehr große Oberfläche hat und dadurch sehr viel Raum für Mikroorganismen bildet. Und das ist auch sicherlich wahr. Hat wieder seine anderen Probleme womöglich. Ähm, aber da können wir, wenn es jemand interessiert, auch in der Diskussion nochmal drüber sprechen. Ähm, Genau. Ah ja. Bei Pflanzungen, bei Neupflanzungen, das ist auch ein sehr großes Thema, zumindest in meinem Umfeld, Kompostgabe bei Neupflanzungen. Das ist tatsächlich etwas umstritten. Also es wird sowieso immer gesagt, dass das nicht direkt im Wurzelbereich sein soll. Das Problem ist aber, wir wollen ja, dass die Pflanzen Mykorrhiza ausbilden, also dass sie diese Symbiose mit Pilzen eingehen. Und das tun sie hauptsächlich dann, wenn wenig Nährstoffe vorhanden sind. Konnte sehr gut gezeigt werden, dass das im Normalfall, also durch Mangelbedingungen unterstützt wird. Und deswegen sagen auch viele, dass im ersten Jahr, also gerade bei den Neupflanzungen, möglichst kein stickstoffreicher Dünger und Kompost dazugegeben werden sollte. Martin Crawford ist einer davon, der sagt, im ersten Jahr wirklich den Boden, wie er auf dem Grundstück ist, verwenden. Und damit die Wurzeln, also damit die Pflanze sich da einfach dran gewöhnen kann und dann später, frühestens im ersten Jahr, oberflächlich Material aufzubringen. Dann kommen wir zu ganz gezielten Maßnahmen. Da habe ich jetzt hier die pilzbasierten Bioreaktoren, auch Johnson Su Bioreaktoren, mal mit reingenommen, weil wir uns damit bei uns im Verein viel beschäftigen in den letzten Jahren. Und das ist einfach, also wir sprechen da von Bodeninokulaten. Also das Produkt aus so einem Reaktor äh, wird meist nicht als Kompost im klassischen Sinne verwendet, um Nährstoffe einzubringen, sondern hauptsächlich um Bodenbiologie einzubringen. In dem Fall eben stark von Pilzen angereichert. Und insbesondere, wenn der lange gereift ist, also mindestens ein Jahr, dann haben die Pilze schon sporuliert und dann ist das einfach randvoll mit Pilzsporen. Und das ist wirklich, die Forschung ist noch nicht so weit. Es gibt viele Claims, dass das die Lösung für alle Probleme ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir das noch mehr anwenden müssen und einfach gucken müssen, wie das im Einzelfall funktioniert. Ähm, genau. Aber ja, also diese ganzen Inokulate, das sind eben Sachen, die wir herstellen, um Mikrobiologie aufzubauen. Das können auch Komposttees sein, das können Sporenmischungen sein, effektive Mikroorganismen, lauter so Sachen. Und ja, die im Einzelfall auch wirklich hilfreich sein können. Bei den Mykorrhiza-Sporenmischungen wird auch immer wieder diskutiert. Es gibt Studien dazu, die zeigen können, dass die Mykorrhizeen tatsächlich besser ausgebildet werden. Ähm, Besonders wenn wir fern von natürlichen Wäldern sind, halte ich das auch schon durchaus für sinnvoll. Also in urbanen Waldgärten zum Beispiel oder einfach auf stark degradierten Flächen, die jetzt nicht direkt an den Wald angrenzen. Da kann es einfach sehr lange dauern, ansonsten, bis die Pilze reinkommen. Ja, wer sich dafür noch mehr interessiert, zu den Bioreaktoren haben wir einen kleinen Leitfaden gemacht, wie die gebaut werden können. Da gibt es verschiedene Techniken.
Und im Grunde wird damit eigentlich auch Häckselgut und Blätter und so werden da verwertet. Also möglichst lokal anfallendes Material. Und da ist dann auch, muss man sich auch keine Sorgen machen, dass Stickstoff gebunden wird, weil das ist alles schon gut ausgereift. Also in den Bioreaktoren werden saprophytische Pilze vermehrt, die also holziges Material verdauen. Und Trüffel und viele andere sind Mykorrhiza-Pilze. Die sind, also bei Trüffeln ist es so, dass sie wirklich obligat Mykorrhizen ausbilden müssen. Also sie können nicht Fruchtkörper bilden, wenn sie nicht einen Baum als Partner haben. Deswegen werden bei Trüffelfarmen werden ja auch direkt die Wurzeln inokuliert, also mit diesen Sporen eingeweicht meistens und dann gepflanzt und dann dauert es 10 Jahre oder so, bis die ersten Trüffel kommen. Und das hängt wirklich damit zusammen, dass die diese Symbiose brauchen. Und das ist bei ganz vielen so. Das kann aber trotzdem sein, dass in dem Substrat Sporen von Mykorrhiza bildenden Pilzen mit drin sind. Aber es ist nicht das Primärziel eigentlich. Ja. Sind dann eher die Pilze, die später dein Mulchmaterial in den Boden mit einarbeiten. Ich möchte noch kurz zu Forschung und Dokumentation kommen, beziehungsweise Beobachtung. Da habe ich jetzt mal das Bild reingenommen. Ich komme eben mehr aus dem Laborbereich Molekularmikrobiologie und da habe ich immer gelernt, es muss alles sehr, sehr streng dokumentiert werden und das lässt sich tatsächlich gut übertragen. Ich habe in den ersten Jahren immer so gegärtnert, dass ich dachte, ja, ja, ich merke mir das schon, was ich da gemacht habe. Nein. äh, also die Erinnerung wird oft überschätzt. Spätestens ein Jahr später eigentlich weiß ich nicht mehr so genau, was ich in welchem Plot gemacht habe. Und deswegen, ich vergleiche das jetzt mal mit so Petrischalen. Bei den Petrischalen schreiben wir genau drauf, das ist das und das Substrat, also der Agar, den wir da drin haben, der Organismus und an dem und dem Datum haben wir das Ganze aufgesetzt und dann können wir später sehen, okay, das ist jetzt gewachsen und das hat gut funktioniert und das hat nicht funktioniert. Und so ähnlich können wir das eben auch im Garten oder im Waldgarten machen. Mm, Was oft schwierig ist, ist dann die Vergleichbarkeit. Also einfach Bereiche so einzuteilen, dass sie ähnliche Lichtbedingungen haben, ähnliche Pflanzen haben, ähnlichen Boden, um dann tatsächlich auszuprobieren, okay, in dem Bereich habe ich jetzt irgendeinen Kompost oder irgendein Mittel angewendet, irgendein Inokulat und in dem nicht. Dann müssen wir natürlich auch darauf achten, wenn wir jetzt Beispiel Komposttee, wenn wir das in dem einen anwenden, dann können wir nicht bei dem anderen einfach gar nichts machen, sondern dann müssen wir zumindest das andere auch mit der ähnlichen Menge Wasser gießen, sonst ist es wieder nicht vergleichbar. Und da wird tatsächlich oft sehr, sehr unwissenschaftlich gearbeitet in dem ganzen Permakulturbereich. Und dann lese ich immer wieder so Fallstudien, zum Beispiel auch bei Elaine Ingham, ihr kennt die vielleicht, Soil Food Web School. An sich super Arbeit und verfolge das viel. Aber da könnt ihr einfach mal auf die Website gucken und diese Case Studies anschauen. Das sind so PDFs. Und da wird immer gesagt, wie, keine Ahnung, 70% Ernte, also Ertragssteigerung oder sowas. Und mit solchen Zahlen wäre ich immer extrem vorsichtig, weil dann klickt man da durch und sieht, werden einfach Äpfel mit Birnen verglichen, beziehungsweise verschiedene Kartoffelsorten zum Beispiel. Und also die auch, man sieht direkt, das eine sind so ganz normale Kartoffeln, das andere sind tiefrote Kartoffeln und die werden nebeneinander gehalten und gesagt, ja, aber die hier sind viel besser gewachsen. Und deswegen einfach immer vorsichtig sein, wenn solche ja, Claims gemacht werden von Ernteertragssteigerung und immer gucken, was sind da für Kontrollen gemacht worden und ja, einfach vorsichtig sein. Und macht es besser, dokumentiert gut, macht gute Kontrollen. Ja, das ist im Prinzip, war's das von mir. Ich möchte noch kurz in eigener Sache, wir haben heute tatsächlich eine kleine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ähm,
guckt einfach mal bei uns auf der Website vorbei, ist die verlinkt. Wir machen so Leitfäden im Moment, in verschiedenen Sprachen auch und zu verschiedenen Themen. Und ich möchte unbedingt dieses Jahr mehr auch in die Waldgartenrichtung gehen. Und wir brauchen auch nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Expertise. Also wer sich da angesprochen fühlt und Bock hat, irgendwie mit uns was zu machen, schreibt mir einfach eine E-Mail. Das wäre super. Genau, wir sind als gemeinnütziger Verein organisiert und diese Leitfäden sind unter Creative Commons. Die können also sind frei verfügbar und können frei verwendet werden. Ja, vielen Dank. Und jetzt freue ich mich über Fragen.